Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Heute nochmal das zweite Video am heutigen Tage. Es ist nämlich sehr viel passiert, auch nochmal gestern, nämlich kam da noch ein neues Gerücht dazu in der Gerüchteküche. Nämlich gibt es den polnischen Kimmich, wie man ihn noch gerne nennt, oder wie auch der Club ihn genannt hat. Der soll kurz vor einem Wechsel stehen. Und das wollen wir analysieren, wo er denn hingeht und so weiter, denn auch der FCM ist da mit dem Poker dabei. Lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr und damit starten wir rein. So. Wolfsburg-Talent Erik Gritschwatsch, ich hoffe richtig ausgesprochen, steht vor einem Wechsel, aber wohin ist die Frage? Sowohl der 1. FC Magdeburg als auch der 1. FC Nürnberg kämpfen offenbar um das Bundesliga-Talent. Steht ein Abnehmer schon fest? Das ist die große Frage, die wir uns heute stellen. Und natürlich auch ganz wichtig zu sagen, letztens hat Nürnberg erst gegen den FCM im Transfer-Duell gewonnen, wo es um Tim Drexler ging. Da hat sich das Spiel nochmal kurzfristig umentschieden für Nürnberg und gegen den FCM. Was sehr, sehr interessant ist, auch für dieses Rennen, denn hier ist auch wieder die Frage, wer denn das Rennen im Endeffekt macht. Und ja, die Frage ist, wie gesagt, FCM oder FCN. Wer macht das Rennen um Bundesliga-Talent? Erik Gritschwatsch. Wie gesagt, ich hoffe immer noch, der Name ist ausgesprochen. Vielleicht gibt es hier Wolfsburger, die das ein bisschen erklären können. Ich bin echt nicht gut in solchen Namen, ne? Das wird auch im Stadion hart werden. Aber irgendwie bekommt man das schon hin, wenn man den Namen vielleicht einmal hört. Der polnische U19-Nationalspieler wird offenbar von beiden Zweitligisten umworben, was gut für Wolfsburg unter anderem ist. Laut dem Kicker haben der FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe und Cheftrainer Miroslav Klose den 18-jährigen Mittelfeldspieler bereits bei dessen Verein, dem VfL Wolfsburg, besucht. Das ist schon mal schlecht für uns, muss man dann dementsprechend auch sagen, weil von unserer Seite soll das bis jetzt noch nicht passiert sein. Damit zeigt man halt dem Spieler schon, dass man ihn unbedingt haben möchte. Ja, du bist jetzt hier, wir sind hier, wir reden ein bisschen, wir zeigen so Anwesenheit, Interesse vor allem. Das ist für einen Spieler auch mental sehr wichtig. Mit dem Ziel, den Polen abzuwerben. Eine Leihe steht im Raum. Die Zeichen stehen dafür wohl gar nicht mal schlecht. Doch auf der FCM könnte an Gritschwatsch dran sein. Ich glaube, ich habe dreimal einen unterschiedlichen Namen gesagt. Das ist so verrückt. Ja, auch so wie immer ganz wichtig, was denkt ihr denn? Wohin wechselt er? Und vor allem, was denkt ihr, was für Chancen hat der FCM und wie gut wäre er überhaupt für die Mannschaft? Ja, die Frage sollten wir uns auf jeden Fall stellen, bevor wir solche Spiele überhaupt versuchen zu holen, meiner Meinung nach. Und die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich persönlich finde ihn nicht schlecht. Er hat einen unglaublichen Job gemacht bei der U19 bis jetzt. Und wird nicht ohne Grund polnischer Kimmich genannt, meiner Meinung nach. Deswegen, das mögliche Interesse der Magdeburger berichtet auch das Portal liga2.de. Das sollte jeder kennen, denke ich mal. Fraglich ist jedoch zum einen, ob der junge Spieler überhaupt nach Magdeburg möchte oder ob er überhaupt kann. Das ist nämlich die wichtigere Frage, denn er soll sich schon für den Wechsel entschieden haben. Und daher, dass der FCM wahrscheinlich erst gestern in den Poker reingegangen ist, sieht es dann etwas schlechter aus für uns. Und jetzt sieht es sehr danach aus, dass Nürnberg wieder jemanden holt, den wir uns eigentlich holen wollten. Ja, Nürnberg hat uns diesen Transferwinter ein bisschen ausgestochen, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben uns ordentlich Parole geboten. Ändert trotzdem nichts an ihrem Tabellenplatz. Zum anderen wäre der Wolfsburger kein Spieler, der dem FCM unmittelbar bei der Mission schneller Klassenerhalt helfen würde. Dafür fehlt es ihm an Erfahrung. Er wäre wohl eher eine Investition in die Zukunft. Beide Vereine sind in der zweiten Bundesliga eine sehr gute Adresse für junge Talente. Abwegig wäre ein Abgang nach Nürnberg bzw. Magdeburg keinesfalls. Denkbar wäre laut Bericht auch ein Wechsel im Sommer. Dann endet der Vertrag des Polen bei den Wolfsburgern. Ja, das ist das Wahrscheinlichste nach aktuellem Stand. Im Sommer auf jeden Fall, dass dann einer von den beiden Vereinen da in den Poker reingeht oder der Poker da erst dann richtig zu kochen beginnt oder man schon einen Vorvertrag vielleicht dann vorbereitet hat, den er dann unterschreiben wird bei einem Profiklub, wenn es bei ihm denn so weitergeht vom Karrierelauf. All das sind mögliche Vorstellungen. Die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, dass aktuell Nürnberg mehr am Poker dran ist als der FCM, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Muss man zudem, wie gesagt, sagen.
Ja, der FCM wird es sehr, sehr schwer haben, da eventuell nochmal die letzten Worte zu haben und dann den Spieler offiziell verpflichten zu können. Also eher die Zeichen deuten definitiv Richtung Nürnberg hin und nicht auf Magdeburg. Aber dann ist natürlich auch die Frage, wieso man dann so spät erst agiert, ja, wenn man dann den Jungen schon vielleicht länger haben will und ihn vielleicht länger auf dem Zettel habt. Aber das ist ja immer beim FCM die Sache, so. Muss man ja auch dann dazu mal sagen. Kurios zudem ist auch, zuletzt waren FCN und offenbar auch der FCM schon einmal am gleichen Spieler dran. Und das genau meinte ich mit Tim Drexler, da hatten wir die Situation, dass wir eigentlich so gut wie schon den Spieler bei uns hatten. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, dass er unser nächster Neuzugang wird. Und dann auf einmal kam Nürnberg und keine Ahnung, was sie ihm gesagt haben. Vielleicht haben sie ihm noch irgendwie eine Suppe gegeben, die gefährlich war. Aber auf jeden Fall hat das so funktioniert und dann ist er dann doch zu Nürnberg gewechselt, überraschend, was so zu diesem Zeitpunkt niemand erwartet hätte. Der Junge hat auf jeden Fall einen Marktwert von 1,5 Millionen. Das wäre bei uns einer der Top-Spieler mit Morian Kuri und noch anderen Namen. Er absolvierte in der laufenden Saison der U19-Nachwuchsliga 10 von 14 möglichen Spielen und erzielte dabei ein Tor. Das ist gut als ZDM oder zentrales defensives Mittelfeld, so wie man es nennen möchte. Er ist seit 2023 bei der Jugend von Wolfsburg aktiv. Insgesamt gelangen ihm in der U18 43 Spiele, wo er 6 Tore und 3 Vorlagen verbuchen konnte. Das ist ein ordentlicher Schnitt, sogar jedes vierte oder so jede 4,5 Spiele macht er ca. 1 Score. Das ist als ZDM schon ein ordentlicher Wert, muss man sagen. Ja, also das kann man schon deutlich sagen, ist sehr, sehr stark. Das Transferfenster schließt jedoch am 3. Februar. Nur 5 Tage später treffen wir dann auf Nürnberg und der erste FCM spielt dann wieder zu Hause. Ob wir dann endlich mal einen Sieg holen, ist die gute Frage. Und ob der Wolfsburger natürlich bei irgendeinem Verein im Kader steht. Ich persönlich sehe es als realistisch, dass er dann eher im Kader bei Nürnberg steht. Aber wir werden sehen und hoffen, dass wir vielleicht auch mal wieder ein Top-Talent an die Elbe locken können. Das wäre auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Transfer, wenn man ihn vielleicht sogar für wenig Geld bekommen würde. Damit würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen mal wieder. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr? Kommt er nicht? Ja. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und damit bis zum nächsten Mal. Und ciao Leute. Checkt gerne noch die anderen Videos ab, würde mich sehr freuen.